In unserer Geschichte haben wir jetzt schon so einiges erlebt. Und der erste Schritt von Holzkern war eigentlich ein Schritt zurück. Nämlich mein Schritt zurück zu meinen Eltern aufs Land, nach Hause in ein Holzhaus, wo wir begonnen haben, mit meinen Schwestern, mit meinen Eltern, mit meinen Brüdern gemeinsam die Uhren zu verpacken, und zwar im Wohnzimmer. Wir haben zu dem Zeitpunkt unseren eigenen Online-Shop aufgesetzt und hatten auch unsere ersten Erfahrungen auf Designmärkten und Messen, wo ich damals mit meinen 2 Schwestern die Uhren ausgestellt habe und wir so den ersten Kontakt zu unseren Kunden hergestellt haben und nicht mehr nur online waren. Damals hat das noch so ausgesehen, dass wir jede einzelne Uhr zusammen mit unseren Eltern im Wohnzimmer kontrolliert haben und dann fertig gemacht haben und so täglich ein paar Bestellungen reinbekommen haben und alle 4-5 Tage dann mit dem Auto zur Landpost rausgefahren sind und die Uhren abgegeben haben. Was immer relativ witzig war, weil normalerweise sowas dort einfach noch nie stattgefunden hat. Dann war es im August 2016 so, dass ich gewusst habe, wenn jetzt das Wohnzimmer vor Weihnachten nicht geräumt wird, dann wird es ein relativ vollgepacktes Weihnachten im Wohnzimmer, aber nicht mit Geschenken, sondern mit Uhren. Und aus diesem Grund sind wir dann nach Wien übersiedelt in unser erstes eigenes Büro. Das war so der erste richtige Zeitpunkt, wo mir nochmal bewusst geworden ist mit viel mehr Fixkosten, was da eigentlich auf uns zukommt und wo ich auch so gesunden Respekt vor der Situation hatte. Aber das Büro war super, super schön. Wir hatten viel Platz und eine riesige neue Küche, also die perfekte Basis für unser Team, um auch gemeinsam die Mittagszeit gut zu gestalten. Es sind dann ein paar Leute dazugekommen ins Team, und wir hatten viele gute Zeiten gemeinsam, aber das Office ist voller geworden und es war nicht immer leicht und wir hatten auch viele Bedenken und es war manchmal einfach überwältigend, nicht nur von der Menge, was zu tun war, sondern auch von der Menge, was sich bei uns im Büro gestapelt hat. Da gab es manchmal verzwickte Gesichter. In solchen Momenten hat es dann immer gut funktioniert, wenn wir uns das gehalten haben, was auch unsere Philosophie war, gemeinsam rauszugehen. Und das war zum Beispiel so im Sommer 2017 bei unserem ersten Sommerfest, wo wir in Schladming auf der Rösteralm gemeinsam waren und auch einige Fotografen eingeladen haben, denen wir super viel verdanken, die uns die tollen Bilder zur Verfügung stellen, dank denen Holzkern eigentlich so wachsen hat können. Und wir haben da ein tolles Wochenende beziehungsweise 4 Tage miteinander verbracht, mit Wandern, lustigen Abenden auf der Hütte. Und nach dieser Erholungsphase ging es dann wieder weiter im August 2017, also ein Jahr nach unserem ersten Office, kam unser zweites Office. Es war größer und es war leerer und wir hatten nicht direkt das Geld, um alles einzurichten. Das heißt, es ging sehr Schritt für Schritt. Da wurde auch schon mal am Boden gestartet und gearbeitet. Und das erste, was reinkam, waren nicht Möbel, sondern unsere Produkte. Und das war ein relativ intensiver und anstrengender Umzug. Da hat es hin und wieder auch mal geholfen, wenn man nette Abende gemeinsam auf der neuen Dachterrasse auskosten hat können. Also es hatte schon auch seine Benefits, das neue Office. Und der größte Vorteil insgesamt war einfach, dass es um einiges größer war. Und wir hatten nicht nur mehr Platz zum Verschicken, sondern auch mehr Platz, um neue Leute zu holen und Freunde einzuladen, was wir definitiv auch gemacht haben. Und wir haben da unsere Fotografen zu Gast, wir haben viele neue Leute ins Team geholt. Wir hatten viel Anstrengung, viel Stress bis jetzt, aber noch viel mehr wirklich einfach ein tolles Team, was wir uns aufgebaut haben, dank dem wir das alles auch schaffen konnten. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, wir können unseren Kunden viel Freude mit unseren Produkten machen und das Team steht weiterhin so hinter dem, was wir machen und hat weiterhin eine gute Zeit zusammen, so wie wir jetzt sind.